Der erste Entwickler-Livestream in diesem Jahr zum Microsoft Flight Simulator fand am 5. Februar 2025 statt. In diesem Video fasse ich wie gewohnt die wichtigsten Details zusammen. Alright, let's go. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Das bekannte Team in alter Stärke rund um Jörg Neumann, Sebastian und Martial traf sich also zum ersten Entwickler-Livestream. Als Gast war Chris Burnett von Working Title geladen, moderiert wurde die Veranstaltung von Jane. Es begann mit einem Rückblick auf die vergangenen Monate, vor allem auf die Aufarbeitung der massiven Probleme zu Release des 2024ers war Thema. Dabei ging Jörg Neumann nochmals ausführlich auf die Situation ein und auch auf Konsequenzen, die daraus folgen. Man lerne dabei nicht nur für den Microsoft Flight Simulator und zukünftige Projekte dessen, sondern als Microsoft im Ganzen. Dem Ansturm der Spieler zu Release konnte die Infrastruktur schlichtweg nicht standhalten, trotz vorheriger Tech-Alpha und weiterer Tests im Vorfeld. Als die Massen zum Launch kamen, brach das System zusammen, so Neumann. Die Folge aus dieser Erfahrung heraus: zukünftige Releases werden im Vorfeld durch Alphas und Betas, also in umfangreichen Tests, begleitet. Ein weiteres großes Problem sind die unzähligen Bugs. Bis zum Release am 19. November 2024 hatte das Team bereits 32.000 davon behoben. Dass viel zu viele bis heute verblieben sind, dessen ist man sich absolut bewusst. Im Anschluss ging es dann direkt in den Feedback-Snapshot mit den Bugs und man arbeitete sich eine ganze Zeit entlang der Punkte hindurch. Ich möchte euch hier jetzt an dieser Stelle nicht mit den bekannten Bugs und deren Wiederholung langweilen. Wer sich die Liste und den aktuellen Status dazu genauer ansehen möchte, einen entsprechenden Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im Übrigen findet ihr dort auch einen Link zur kompletten Veranstaltung, falls ihr diese in voller Gänze nachholen wollt. Nach diesem Blog wurde noch kurz über die Sim-Updates an sich und deren zukünftigen Rhythmus gesprochen. Angestrebt auf das gesamte Jahr verteilt sind insgesamt 4 Sim-Updates, in etwa alle 3 Monate eines. Sim-Update 1 soll dabei nicht das größte sein. Als Zieltermin hat man den 18. Februar im Blick und es soll den Marktplatz für den 2024er beinhalten. Sim-Update 2 soll dann Ende April kommen. Sim-Update 3 während der Flight Sim Expo, also Ende Juni in etwa, und Sim-Update 4 dann im letzten Quartal. Auf eines wurde während der gesamten Veranstaltung immer wieder Wert gelegt. Es ist allen Beteiligten maximal wichtig, dass die oberste Priorität darin liegt, die aktuellen Probleme zu lösen und in den Griff zu bekommen. Es soll auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass man durch die Ankündigung verschiedener Dinge die aktuellen Probleme nicht im Blick hätte. Parallel benötigt man selbstverständlich nach wie vor eine Roadmap mit mehreren auf das Jahr verteilten Zielen. Später während der Veranstaltung folgten dann weitere Ankündigungen, dazu gleich mehr. Vorher jedoch ging man erst einmal in den Q&A-Teil über. Hierzu konnte man wie gewohnt im Vorfeld seine Fragen einreichen. Die am häufigsten gestellten Fragen wurden hier dann entsprechend aufgearbeitet. Unterteilt war dieser Teil in verschiedene Blöcke. Ich werde in diesem Video hier jetzt nicht auf jede einzelne Frage eingehen, sondern mir 1 bis 2 Fragen aus den jeweiligen Blöcken herauspicken. Und so starten wir hier jetzt mit dem Block General Data und die erste Frage betrifft Xbox. Im Speziellen ging es hier beispielsweise um die Speicheroptimierung und hier steht man im engen Austausch mit dem Plattformteam, also dem Team von Xbox an sich. Aktuell finden dazu entsprechende Tests statt. Spruchreif ist hier bisher noch nichts. Das Plattformteam habe außerdem noch weitere Pläne, beispielsweise wie die Unterstützung von Maus und Tastatur innerhalb von xCloud, und man erwartet hierzu erste Ergebnisse in der ersten Jahreshälfte 2025. Seitens SEP gab es dann nochmal einen Hinweis zum Thema Quick Resume auf Xbox. Die Konsole bietet eine Funktion, in der man das laufende Programm quasi nicht beendet, wenn man zurück aufs Dashboard geht und zwischenzeitlich etwas anderes tut. Und hier wird als Tipp mit auf den Weg gegeben, die Simulation stets komplett zu beenden, wenn man sie verlässt. Das Ganze geht sehr einfach, indem ihr, wenn ihr die Simulation verlasst, über die große Xbox-Taste auf eurem Controller und im Anschluss, wenn ihr euch nochmals auf die Spielekachel setzt, also am Xbox-Dashboard, über die Menü-Taste auf eurem Controller die Simulation komplett schließt.
Ein weiterer Punkt im Bereich General Data betraf DLSS 4 am PC. Und hierzu wurde mitgeteilt, dass geplant ist, dass DLSS 4 standardmäßig nativ mit SimUpdate 2 implementiert werden soll. Der zweite Block aus dem Q&A-Teil betraf Szenerien. Und hierzu kam die Frage, ob es zukünftig möglich sein wird, Szenerien und Flugzeuge komplett herunterzuladen. Also nicht zu streamen, sondern tatsächlich herunterzuladen. Diese Frage wurde in der Vergangenheit schon häufiger gestellt und es war bereits bekannt, dass daran gearbeitet wird und dass das auch kommen soll. Als möglicher Zeitpunkt wurde hier SimUpdate 2 erwähnt und in diesem Zusammenhang ging Sepp dann nochmals gezielt auf die Vorteile des Rolling Cache ein. Wer ausreichend Speicherplatz zur Verfügung hat, der solle gerne die standardmäßig hinterlegten 16 GB Rolling Cache nach Belieben erhöhen und da könne man beispielsweise auch gerne 128 GB daraus machen. Die Einstellungen zum Rolling Cache könnt ihr in Sim vornehmen in den generellen Optionen unter Daten. Der nächste übergeordnete Punkt innerhalb der Q&A-Session war Aircraft und ATC. Und hier behandelten diverse Fragen das Thema, ob man denn irgendwann die eigene Stimme, also das gesprochene Wort, in die Abläufe mit implementieren kann. Und hierzu war die Information, dass man dies aktuell noch nicht umsetzen kann, da die gewünschte Qualität nicht erreicht ist. Man arbeitet weiterhin daran und es steht auf der Warteliste. Kommen wir zum Bereich Settings und Peripherie. Hier habe ich mir unter anderem den Punkt zum Thema Steuerung einmal genauer angesehen, denn die Steuerung an sich und die individuellen Einstellungen, die möglich sind, bereiten dem ein oder anderen nach wie vor Kopfzerbrechen. Neben der Fehlerbehebungen wie beispielsweise verdrehte Achsen und so weiter, werden hier zum Teil die Beschreibungen angepasst und vereinfacht und auch Tutorials wurden erwähnt. Wie diese dann aussehen und ob eventuell mit kleinen Hilfevideos innerhalb des Simulators unterstützt werden kann, blieb offen. Neben den Verbesserungen, die immer wieder durch kleinere Updates kommen sollen, wurde in diesem Zusammenhang auch SimUpdate 2 erwähnt. Ein weiterer Punkt aus dem Bereich Settings war das Thema Multiplayer. Die Sichtweite, über die ich im Microsoft Flight Simulator 2020 im Multiplayer Mitspieler sehe, beträgt ca. 100 nautische Meilen. Im Microsoft Flight Simulator 2024 beträgt diese Distanz lediglich ca. 5 nautische Meilen. Und die Frage war jetzt eben, wird das entsprechend angepasst? Also kann ich zukünftig auch im Microsoft Flight Simulator 2024 weiter entfernte Mitspieler entdecken und sehen? Und die Antwort dazu ist ja, es wird entsprechend angepasst, einen Zeitraum nannte man jedoch nicht. Der nächste übergeordnete Punkt in der Q&A-Session war der Karrieremodus. Und hier habe ich mir die Frage herausgegriffen, wird es denn weitere Flugzeuge und Aufgaben im Karrieremodus zukünftig geben? Und auch hier legte man innerhalb der Antwort großen Wert darauf, dass man aktuell eher mit Hochdruck daran arbeite, bestehende Bugs zu beseitigen und man sich überwiegend eher darauf konzentriert, die Dinge, die schon da sind, zu optimieren. Im Hintergrund laufen jedoch bereits Gespräche und es wird zusätzliche Inhalte geben, aber alles zu seiner Zeit. Der letzte große Punkt bei den Q&As war der Marktplatz. Und hier sehen wir uns die Frage, wann wird der Marktplatz kommen und was waren die Gründe für die Verzögerung, einmal genauer an. Wir erinnern uns, circa eine Woche vor Release, also vor dem 19.11.2024, kam die überraschende Information, dass der Marktplatz nicht Teil der Release-Version sein wird. Und kurz darauf war das Ganze dann auch nachvollziehbar, denn man hatte schlichtweg vielerlei anderer Baustellen und vieles, was den Marktplatz betrifft und dessen Umfang, war zum Zeitpunkt des Release schlichtweg nicht umsetzbar. Man ging jederzeit offen damit um und das war auch gut so. Der Marktplatz ist jetzt in Zusammenhang mit SimUpdate 1 um den 18. Februar herum geplant. Man betont aber auch, dass es gut möglich sein kann, dass es zu weiteren Verzögerungen kommt. Zwei der spannenden Neuerungen innerhalb des Marktplatzes werden dann zum Beispiel sein, dass man Fluggeräte im Vorfeld mieten kann, bevor man sie kauft und dann im Endeffekt testen kann. Oder aber auch Inhalte zum Beispiel verschenken kann. Wir dürfen also gespannt sein, was uns erwartet, sobald der Marktplatz verfügbar ist.
Als nächsten Punkt warf man dann einen Blick auf die Roadmap 2025. Und auch hier wurde nochmals betont, man werfe jetzt einen Blick in die nahe Zukunft. Der momentane Fokus liege aber definitiv bei den aktuellen Problemen. Und so sehen wir jetzt hier beispielsweise für den März 2025 das World Update 19 rund um Brasilien. Dieses wurde bereits lange angekündigt und damit einhergehend kommt dann auch die nächste Local Legend und zwar die Nummer 20, die Cap 4. Diese wird als Teil des Wiedergutmachungsprozesses in Bezug auf die Schwierigkeiten mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 für alle kostenlos sein. Die gleiche Herangehensweise gilt für die Famous Flyer 11, die Cessna 185F Skywagon. Auch diese wird in Kürze bei allen kostenlos im Hangar verfügbar sein. Insofern alles nach Plan läuft, ist dies gemeinsam mit Sim Update 1 jetzt im Februar der Fall. Im Hintergrund seht ihr den Trailer zur Skywagon, die von Carenado entwickelt wurde und der zum ersten Mal während dieser Veranstaltung gezeigt wurde. Abschließend noch ein paar persönliche Worte zu meinen Eindrücken zu dieser Veranstaltung. Man merkte durchaus allen Beteiligten an, dass man im Moment eine komplizierte Situation hat. Wie ich diese einschätze, dazu habe ich in Kürze ein Video auf meinem Kanal veröffentlicht. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und jetzt hier auch rechts oben. Ich glaube, man hat mittlerweile definitiv verstanden, dass es aktuell weniger Sinn macht, den Pilotinnen und Piloten da draußen zu erklären, was in 6 Monaten passiert. Also im Sinne von neuen Inhalten. Die User möchten mit den Inhalten, die jetzt im 2024er sind, beziehungsweise die sie sich für den 2020er geholt haben und jetzt im 2024er verwenden möchten. Mit all diesen Inhalten möchten sie gute Flugerfahrungen sammeln. Und darum muss der maximale Fokus der Entwickler auch darauf liegen, dieses zu ermöglichen. Denn das ist die Basis für das, was in 6 Monaten kommt und dann interessiert das dann auch wieder mehr. Und ich glaube, da ist man auf dem richtigen Weg. Ich habe aus dem Q&A-Teil der Veranstaltung die eine oder andere Frage weggelassen. Ganz bewusst, da ich der Auffassung bin, dass sich verschiedene Punkte auch während der vergangenen Monate schlichtweg wiederholen. Ich bitte hier um Verständnis und weise nochmals darauf hin, dass sich der Link zur kompletten Veranstaltung unten in der Videobeschreibung befindet. Für Fragen und Ergänzungen nutzt bitte gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Däumchen und Abo bitte wie immer nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.